Ein Mehrfamilienhaus im Frankfurter Märtonviertel. In der Tiefgarage steht Michael Broths Elektroauto, das er schon seit 2016 fährt und hier lädt. Ja, ich habe ja Elektrotechnik studiert, ja, und da kann man sowas auch selber machen. Also der Stromanschluss, das ist diese Geschichte. Hier, das ist so ein Campingstecker. Der ist ein bisschen stabiler als eine normale Steckdose. Und dann habe ich halt hier diesen Controller. Den habe ich halt selber gebaut. Aber die gibt es ja käuflich zu kaufen, so ab 650 €. Wer auf öffentliche Ladesäulen angewiesen ist, der muss in Frankfurt erst mal suchen. Hier habe ich übrigens schon Ladestationen beantragt, dass ich welche hinsetzen darf, aber ich warte seit einem Dreivierteljahr drauf, dass ich es genehmigt kriege. Der Diplom-Ingenieur Stefan Ehinger ist Geschäftsführer eines Familienunternehmens, das private und öffentliche Ladesäulen installiert. Er führt uns zu einer in der Nähe seines Betriebs. Da ist das gute Stück. So. Eine von wie vielen? Gute Frage, nicht so viele in Frankfurt. Laufen Sie mal mit offenen Augen durch die Stadt, viele werden Sie nicht sehen in der Form. Und diese ist zugeparkt, übrigens von einem Auto mit Verbrennungsmotor. Der nächste öffentliche ist relativ weit weg. Wenn Sie das dann erleben und Ihr Tank ist leer, ist es natürlich sehr unglücklich. Hier ist aber die Stadt gefragt, hier muss einfach mehr Ordnungskraft ran und müsste hier eigentlich aufschreiben, im Zweifel sogar abschleppen. Vor allem sollte die Stadt mehr Ladesäulen anbieten, findet Michael Broth. An jeder Laterne eine Ladesteckdose. Elektroautofahren ohne eigenen Stellplatz mit Auflademöglichkeit, geht das? Nur mit öffentlicher Ladesäule schwierig. Wenn man Glück hat und es ist eine direkt vor der Tür, ja, wobei die ist ja auch nicht immer frei. Der Stellplatz von Michael Broth hatte zunächst mal keine Steckdose. Um die zu installieren, musste er die Zustimmung aller 32 Miteigentümer des Hauses einholen. Ungefähr die Hälfte haben sofort zugestimmt und es waren dann zum Schluss vielleicht 3, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Warum? Ja, weil die gesagt haben, eigentlich brauche ich da keine Steckdose, aber es war sicher dann auch ein Stück Freundlichkeit mir gegenüber, dass ich eben mein Vorhaben da eben durchziehen konnte, dass sie dann zugestimmt haben. Aber ich denke, die Zukunft zeigt ja, dass bald eben jeder mal mindestens eine Steckdose braucht, ja, weil Elektromobilität wird sich durchsetzen. Ja. Jetzt sind alle 32 Stellplätze mit Anschlüssen versorgt. Das kostete die Hausgemeinschaft rund 4.000 € und musste vorher ebenfalls einstimmig beschlossen werden. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben keine Einstimmigkeitspflicht mehr. Sie haben eigentlich ein Anrecht auf einen Ladepunkt, wenn es denn technisch möglich ist. Und das ist es fast immer, sagt Stefan Ehinger. Eine gute Wallbox, also eine elektrische Anschlussmöglichkeit, kostet ab 900 €, die Installation zwischen 1.000 und 2.000 €. Hier haben wir eine Wallbox, ganz klassische Wallbox, wie wir sie in zig Haushalten draußen auch vorfinden. Ein Ladepunkt dran, in dem Fall auch die ist abrechnungsfähig. Hier ist auch noch ein Zähler drin, wenn man zum Beispiel mit dem Arbeitgeber abrechnen will oder ähnliches. Muss man ja den Strom nochmal separat zählen, das können wir hier machen. Zugriffskontrolle, sodass nicht jeder laden kann. Wir wollen ja nicht, dass der Nachbar bei Ihnen Strom tankt, sondern Sie wollen es ja selber nutzen. Und ja, ansonsten eine ganz normale Wallbox. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert Kauf und Installation pauschal mit 900 €. Aber gibt es denn eigentlich genug Strom? In Frankfurt viele Mehrfamilienhäuser, da haben wir eher das Problem, dass wir ja nicht so genau wissen, wie viel Strom können wir denn überhaupt dahin bringen. Aber in den allermeisten Fällen klappt das auch sehr gut. Wir installieren Energiemanagementsysteme, die Boxen haben eine gewisse Intelligenz, die reden miteinander quasi und wissen, wie viel Strom dürfen sie denn maximal ziehen. Und dann kann man auch mit relativ überschaubaren Strommengen doch sehr viele Stellplätze versorgen. Und wer keinen eigenen Stellplatz hat, dem stellt vielleicht der Arbeitgeber einen Parkplatz mit Ladesäule zur Verfügung. Bei Stefan Ehinger ist das natürlich Ehrensache. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also wir haben viel Nachfrage danach. Arbeitgeber interessieren sich sehr viel dafür und suchen danach Lösungen. Und die werden wir auch brauchen, sagt Michael Broth. Es gibt ja Hinweise, dass ab 2026 ein Verbrenner gar nicht mehr verkäuflich ist, weil einfach die Elektroautos dann billiger sind. Ein Autohändler hat uns auf Nachfrage bestätigt, dass diese Prognose durchaus zutreffen kann.